Ja, das ist aus dem anderen Lehrbuch Aspekte. Das ist auch eigentlich ein Lehrbuch, das wir empfohlen haben oder das wir empfehlen für diesen Kurs. Yeah, it's one of the recommended books for this course, even in the official course content. And I found this a very handy summary of adjective endings. It also tells you, for example, mit bestimmtem Artikel auch nach Fragewörtern, welcher, welches, welcher, demonstrative Artikel, dieser, diese, jener, jenes und so weiter. Jeder, jedes, alle. Und im Plural keine, meine, etc. That's the definite declension. Indefinite is here. Also, auch nach Negationsartikel kein im Singular und possessive Artikel mein, dein, sein, etc. but in singular only. And then of course owner article, which is also auch nach Zahlen wie 2, 3, 4. So 2, 3, 4 will not be considered as articles. Ein is. But yeah, a tree, is an article, indefinite article. But two trees, two is not an article. Okay, so and indefinite particles in plural, in the plural, like viele, einige, wenige, andere. That's alles. Anyway, take a look at it. My suggestion would be that you make for yourselves a small rhyme-like thing, which I have always recited in class. What we did was we took Mann, Frau und Kind und alt und klein als zwei Adjektive und wir haben einfach das auswendig gelernt. Der alte Mann, den alten Mann, dem alten Mann, des alten Mannes. Ein alter Mann, einen alten Mann, einem alten Mann, eines alten Mannes. And so on and so forth. And without the article, we did also frischer Luft, frischer Luft, frischer Luft, frischer Luft. Okay, or alter Mann, alten Mann, altem Mann, alten Mannes. What you have here, menschlicher, menschlichen, menschlichem here, this particular part. Menschlichen. So you can, it would be good to learn it by heart, is my suggestion. Okay. In general, though, EN, as you can see, of course, will be probably the most common ending among all of them. So if you just keep putting EN, you have at least a 50% chance of getting it right, I guess, for everything. But anyway, that is something that I hope you have seen, or at least we'll see now. But let us do a couple of texts. Let's do some reading of texts in the next half an hour or so, and identify adjectives. And also, if we manage to get that far, then also small text which will give us a sense of the use of nicht, where to place nicht. Okay, so it is now 10:46, 10:47. Ja, Kapitel 9. Sie können selbst anschauen, Sie haben ja Zugang zu dem Buch. Sie können selbst anschauen, was die Lernziele sind
Zum Beispiel einen Zeitungsbericht und Inserate verstehen. Inserat. Inserat is something like an classified, an insert. Inserat, a classified advertisement, an insert. Okay. Verstehen, Personen und Dinge genauer beschreiben, Hauptinformationen in Zeitungstexten finden, etwas verneinen. Verneinen? Negate. Negate something, etwas verneinen. Aussagen verstärken oder abschwächen. Was ich sage, das ist meine Aussage, Statement. Verstärken, noch stärker machen oder abschwächen. Oder ein bisschen zurücktreten. 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 Treten. Treten. Treten is kick. Kick or to step, both. So, zurücktreten, not to kick back. Okay. Zurücktreten is to step back. Zurücktreten. Ja. Über Filme sprechen, ein Volkslied verstehen und darüber sprechen etc. Das haben wir alles einigermaßen schon gemacht. Es gibt hier ein und Adjektivdeklination ohne Artikel und Stellung von nicht im Satz. Das sind die zwei grammatischen Elemente im Kapitel 9. Dann gibt es hier einen interessanten Blog, Marias Blog über Innsbruck, eine sehr schöne Stadt in Österreich. Ja? Und das können Sie auch später lesen. Wenn wir Zeit haben, lesen wir das zusammen hier im Unterricht. Aber sonst können Sie sich auch selbstständig damit beschäftigen. Das ist nicht so schwer. Aber ich möchte hier gleich die Aufgabe 4 machen, besonders B und C. Und da können wir unsere Adjektivdeklination ein bisschen im Text finden. Ja, das ist ein Bericht über eine Theatergruppe. Wenn man Theater spielt, was braucht man? Man braucht Zeit. Selbstverständlich braucht man Zeit. Worum muss man sich kümmern? Man muss sich um viele Sachen kümmern. Ja? Wir können im Kurs sprechen, aber wir haben leider wenig Zeit. Also wir gehen gleich weiter und lesen den Text. Lesen Sie den kurzen Bericht und die 4 Aussagen. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Alles geht, aber nicht mit uns. Nach dem erfolgreichen Theaterstück Der Letzte macht das Licht aus, arbeitet die Theatergruppe Alles geht schon wieder für die nächste Premiere. Diesmal bringen die Amateure ein eigenes Stück auf die Bühne. Regie führt Lise Weißmüller. Die Mitglieder der Gruppe arbeiten in völlig verschiedenen Berufen. Als Krankenpfleger oder Verkäuferin, als Manager, Elektriker oder Ärztin. Und sie kennen die Arbeitswelt von allen Seiten. Das neue Stück heißt Alles geht, aber nicht mit uns. Die Theaterleute haben es selbst miteinander verfasst. In diesem Stück geht es um die Situation am Arbeitsplatz. Viele Leute haben Angst um ihren Job. Andere sind in ihrer Arbeit so belastet,
dass sie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Andere haben das Gefühl, dass niemand ihre Leistung schätzt. Über die Folgen für das Privatleben redet man am liebsten gar nicht. Zumindest auf der Bühne wollen sich die Schauspieler wehren und zeigen. Man muss kein stummes Opfer sein. Deshalb auch der zweite Teil des Titels, nicht mit uns. Nähere Informationen zu der Gruppe und zum Stück finden Sie auf der Webseite so und so etc. etc. Verständlich? Ja. Gibt es Wörter, die Sie nicht verstehen? Was bedeutet stumm? Stumm. Ja. Jemand, der nicht spricht oder nicht sprechen kann. Okay. Stumm. Actually, to mute oneself is sich stumm schalten, right? Schalten is to switch. I think to mute oneself is. Ja, stimmt. Stumm schalten. Ja, okay. Stumm schalten. Jemanden oder etwas stumm schalten. To mute something or someone. Was bedeutet schätzen? Schätzen, Ja. dass niemand ihre Leistung schätzt. Dass niemand sagt, ja, du hast gut gemacht. Niemand lobt mich, wenn ich etwas gut mache. Loben. To praise. Jemanden loben, to compliment. Schätzen comes from Schatz. What is Schatz? Darling. Yeah, darling. Okay, that is Schatz is darling. But okay, we will. Auch like a treasure, yeah. We Treasure, have a yeah, word treasure. Schatz. What Schatz? Treasure. Schatz, and that is why someone that you treasure, we call them Schatz. Okay, in that sense. So schätzen is to appreciate. To value, appreciate, but also to evaluate, to estimate. Yeah. Premiere. Premiere, die ersten Leistung. Ja, die erste Aufführung. Ja. Aufführung. Das Theater, das Theaterstück, die Bühne, die Aufführung is the staging of the play. Die Aufführung. Etwas aufführen. Die Erstaufführung. Die Premiere. Ja, machen wir weiter. Gibt es noch etwas, was Sie nicht verstehen? Auf die Bühne bringen. Diesmal bringen die Amateure ein eigenes Stück auf die Bühne. Die Bühne is a stage. Auf die Bühne bringen is to stage something, to bring it onto stage. Okay. To stage something. Ein eigenes Stück. Ein eigenes Stück? Your own production. Their own Soul. play. Their own play, ja. Ja, welche Aussagen sind richtig? Rohini, kannst du anfangen mit Satz Nummer 1? Ja. Die Gruppe Alles geht führt
zum ersten Mal ein Theaterstück auf. Das ist richtig. Nein. Das ist eine Theatergruppe, die schon mehrere Stücke aufgeführt. Okay. Das ist falsch. Ja, nach dem erfolgreichen Theaterstück Der Letzte macht das Licht aus, arbeitet die Theatergruppe Alles geht schon wieder für die nächste Premiere. Also sie haben schon ein Theaterstück aufgeführt und sie arbeiten jetzt für die nächste Premiere. Okay, also das ist nicht richtig, das ist falsch. Ja, Neeraj und Ismail haben, ja, did you read today, right? Ja, dann Neha, den nächsten Satz, Nummer 2. Die Mitglieder der Theatergruppe haben das neue Stück selbst geschrieben. Ja, das ist richtig. Ja, das ist ein eigenes Stück und die Theaterleute haben es selbst miteinander verfasst. Einen Text verfassen is a very standard expression to compose, to write something, to author something, to compose, verfassen. Ja, Kishore, weiter, Nummer 3. Das Thema des neuen Stücks ist die Arbeitswelt. Richtig? Das stimmt, ja. Es geht um die Situation am Arbeitsplatz. Also ist das richtig. Shraddha, Nummer 4. Nur wenige Menschen haben Probleme in ihrem Beruf. Falsch. Das ist falsch. Viele Leute, ja, haben Angst um ihren Job oder andere sind in ihrer Arbeit sehr belastet. Quit. Sorry? Quitting. Nein, belastet. Burdened. Overwhelmed. Burden. Last is load, burden. Belasted is to be burdened. Belasten. There are important words here, especially in today's world. Belasten is to stress, to strain, to load, to weight. Jemanden belasten is also to trouble someone, to bedevil someone, to incriminate someone. Jemanden belasten, to put a load on somebody. Okay, in that sense. You got it? But there is Yes. also an important word, belästigen, which is to harass, to discommode, to incommode, to stalk, to plague, and especially in the context of harassment today, when we talk about the workplace, we talk about schools and universities also. In that sense, the harassment that is talked about in those fields is Belästigung. Yeah, das ist Belästigung, Belastung and Belästigung. Ja, gut. Nur wenige Menschen haben Probleme in ihrem Beruf. Das ist falsch. Sehr viele Menschen haben Probleme in ihrem Beruf. Dann kommen wir zu einem Inserat. Sie wollen etwas, Sie suchen nach etwas. Was für Personen, Dinge sucht die Theatergruppe Alles geht? Was müssen die Personen können? Was müssen die Personen machen können? Just können ist okay. Wozu braucht die Gruppe die Dinge? Ja? Pranati, kannst du bitte anfangen? Ja. Gesucht. Alles geht ist unser Motto. Darum lässt sich auch dieses Problem mit eurer Hilfe leicht lösen. Wir suchen nette Friseuren, die uns vor den Aufführungen mit coolen Frisuren und passender Schminke hilft. Wir bieten nettes Team, großen Spaß und lange Feiern. Ja, gut.
Wir suchen nette Friseurin, die uns hilft vor den Aufführungen mit coolen Frisuren und passender Schminke. I think we did Schminken, no? The other day? Ja. Ich Ja. habe das erste Satz nicht verstanden. Darum lässt sich. Alles geht ist unser Motto. Darum lässt sich auch dieses Problem mit eurer Hilfe leicht lösen. Unser Motto ist alles geht. Was bedeutet alles geht? Was bedeutet alles geht? Everything goes. Everything goes, yeah. So with your, since we accept everything, with your help, we can easily solve all these problems. Also sich lassen etwas, das. Darum lässt sich auch dieses Problem mit eurer Hilfe leicht lösen. This problem lets itself be solved easily with your help. Okay. Is this an imperative sentence? Nein, it's a sentence with lassen. Okay. It's like saying, darum, also können wir auch dieses Problem mit eurer Hilfe leicht lösen. Wir können das Problem lösen oder das Problem lässt sich lösen. The problem is solvable. Okay, ist The klar. problem lets itself be solved. Etwas lässt sich machen. It's actually a standard way of saying that something is doable. Das lässt sich gut machen. We can very well do that. That can very well be done. Ja, Ja. klar. Ja, gut. Danke. Dann Lakshmi, kannst du bitte weiterlesen? Ja. Du weißt, wie man eine Theaterbühne beleuchtet? Du kannst auch mit alten Scheinwerfern und einfacher Ausstattung tolles Licht für die Bühne zaubern? Und du hast noch Platz im Terminkalender? Dann bist du unser Mann oder unsere Frau. Sehr gut. Dann bist du unser Mann oder unsere Frau. Beleuchten. Beleuchten? Light. Later. Ja, Scheinwerfer. Scheinwerfer are lamps, lights und einfacher Ausstattung und ganz einfachen Geräten, ja, ganz einfachen Instrumenten, Ausstattung, Equipment. Tolles Licht für die Bühne zaubern. Zaubern? Zauber is a Magic. wizard. Zauber ist A wizard, like so. der Zauberer. Magician. Zauberer. Zaubern, Zauber is magic. magic. Zaubern is to conjure up something, as if by magic. Und du hast noch Platz im Terminkalender, dann bist du unser Mann oder unsere Frau. Okay? Vibhu? Ja. Theater, alles geht, sucht altmodisches Sofa mit hoher Lehne, gerne auch nur zum Ausleihen. Und wer hat ein großes altes Radio? Es muss nicht mehr funktionieren. Sehr gut. Also Sie brauchen auch etwas Möbel. Sie brauchen ein altmodisches Sofa mit hoher Lehne. Die Lehne, ja. With a high backrest. Gerne auch nur zum Ausleihen. Auch wenn Sie es nur ausleihen oder du es nur ausleihen möchtest. Ausleihen? Lend. To lend, gut. Und wer hat ein großes altes Radio? Es muss nicht mehr funktionieren. Doesn't need to function even. Just we want it as a prop. Yeah. Have you reached the? Yeah. Pranati, kannst du weiterlesen? Ja. Bist du Schauspieler oder möchtest du es vielleicht
ausprobieren. Dann komm zu uns. Wir suchen 60-jähriges Talent für kleine Rolle in spannendem Stück. Am besten mit weißem Bart. Schön wäre, wenn du auch Lust hast zu singen. Ja, wir suchen 60-jähriges Talent. Jähriges. Ja. Für kleine Rolle in spannendem Stück. Am besten mit weißem Bart. Schön wäre, wenn du auch Lust hast zu singen. Ist klar? Ja. Ja? Ja, und dann gehen wir zu jetzt Neha weiterlesen. Du kannst gut nähen und liebst Theater. Du bist gern Teil einer netten Gruppe. Du hast kreative Ideen, wie wir auf der Bühne gut aussehen. Und du hast selbst eine Nähmaschine. Wir suchen dich. Deine Aufgabe ist, vorhandene Kostüme anzupassen. Ja. Alles klar? Nähen. Nähen. Nähmaschinen. Du? Stitch, ja. Deine Aufgabe ist, vorhandene Kostüme anzupassen. Deine Aufgabe ist, die Kostüme, die wir schon haben, ein bisschen anzupassen. Ein bisschen zu ändern, damit sie gut passen. Kostüme anpassen? To fit the costume. Ja, to fit the costumes. Alter them a little bit. Ja, vorhandene Kostüme anzupassen. Ja, das alles sucht die Theatergruppe Alles geht. Sie brauchen eine Friseurin, die auch gut schminken kann, zum Beispiel. Ja. Yeah, there are some Theatersprüche which you can listen to. Mach nicht so ein Theater. What do you think it would mean? Don't do drama. Correct. Don't do drama. Okay. Don't be such a Dramebaz. So eine Tragödie. How would you understand the phrase, so eine Tragödie? So tragic. So shadow. So schade, ja. What a tragedy. Oh. Ich habe so Lampenfieber. Stage fear. Ja, Stage 4. Da würde ich gern mal hinter die Kulissen sehen. Die Kulissen. Curtains. Ja, behind the curtains, to peep behind the curtains, hinter die Kulissen sehen. Gut gesagt. Theatersprüche. Oh nee, so viel Arbeit. Ich mag das nicht machen. Mach nicht so ein Theater. Oh je. Jetzt habe ich die ganze Datei gelöscht. So eine Tragödie. Du bist gleich dran. Die Leute applaudieren schon. Ah, ich bin so nervös. Hab so Lampenfieber. Da kannst du jetzt nicht weinen. Der Chef spricht gerade mit ein paar Politikern der Stadt. Echt? Da würde ich gern mal hinter die Kulissen sehen. Hihi und heimlich zuhören. Gut gesagt. Theatersprüche. Oh nee, so viel Arbeit. Ich mag das nicht machen. Ja? Ach, so viel Arbeit. Ich mag das nicht machen. Mach nicht so ein Theater. Ist klar? Ja. Oh je. Jetzt habe ich die ganze Datei gelöscht. Oh je. Jetzt habe ich die ganze Datei gelöscht. Löschen. Delete. Ja, Computersprache, Datei, File, löschen, delete. Jetzt habe ich die ganze Datei gelöscht. So eine Tragödie. So eine Tragödie. Du bist gleich dran.
Du bist gleich dran. You are next. Du bist gleich dran. Die Leute applaudieren schon. Die Leute applaudieren schon. Ja, die Leute applaudieren schon. Du bist gleich dran. Ah, ich bin so nervös. Oh, ich bin so nervös. Ich hab so Lampenfieber. Ich habe so Lampenfieber. Ist klar? Ja. Ja. Da kannst du jetzt nicht rein. Da kannst du jetzt nicht rein. Du kannst nicht ins Zimmer gehen jetzt. Der Chef spricht gerade mit ein paar Politikern der Stadt. Der Chef spricht gerade mit ein paar Politikern der Stadt. Ja, das ist geheim. Geheim, Secret. ja, das ist geheim. Echt? Da würde ich gern mal hinter die Kulissen sehen. Echt? Da würde ich gerne mal hinter die Kulissen sehen. Then I all the more want to take a peek inside. Hihi und heimlich zuhören. Ja, hihi und heimlich zuhören. And eavesdrop. And listen secretly. Eavesdrop. Okay. Eine kleine Übung und dann sind wir fertig für heute. Adjektive und Artikel, lesen Sie die Inserate in 4c noch einmal und ergänzen Sie die Adjektive in den Sätzen 1 bis 5. In welchem Kasus stehen die Adjektive? Notieren Sie und markieren Sie die Endung. Ja, wir machen diese Übung und dann ist Schluss. Ja, Niraj, kannst du bitte den ersten Satz lesen? Wir suchen nette Friseurin, die uns mit unseren Friseuren hilft. Die uns mit? Is it their friseur? That's been called. No. You have to use adjectives, okay? Nette Friseurin, Akkusativ. Wir suchen was? Die uns mit, because of mit will be dative here. Yeah. Mit coolen Frisuren. So there are several words here. Friseur with an Ö. Friseur is somebody who does it is a barber or a hairdresser. Friseur. Friseurin is a woman, hairdresser. But die Frisur with a U is the dressing that you get. Okay, is your haircut. The haircut is the frisur. So you have to be careful with the pronunciation of friseur. It's almost like an Ö, O umlaut, friseur or friseurin, but frisur, U, is the haircut. Is it clear? Ja. Wir suchen nette Friseurin, die uns mit coolen Frisuren hilft. Noch einmal, Niraj. Wir suchen nette Friseurin, die uns mit coolen Frisuren hilft. Yeah, Frisuren hilft. Yeah. Who would like to go? Who would like to take the next Ja. sentence? Ich Yeah, kann. that's fine. Wir bieten nettes Team und großen Spaß. Sehr gut. Wir bieten nettes Team und großen Spaß. Das Team, der Spaß. Wir bieten nettes Team, Akkusativ, und großen Spaß, Akkusativ. Gut. Nummer 3. Du kannst mit alten Scheinwerfern tolles Licht für die Bühne zaubern. Ja, Dativ und Akkusativ. sehr gut. Nummer 4. Das fehlt für die Bühne altmodisches Sofa mit hoher Lehne. Sehr gut. Altmodisches Sofa. Das ist Akkusativ und der zweite ist Dativ. Ja, mit hoher Lehne. Although altmodisches Sofa ist eigentlich Nominativ. Nominativ. Ja, das fehlt. Ja,
5. Wir suchen 60-jähriges Talent am besten mit weißem Bart. Dativ. Am besten mit weißem Bart, Dativ. Mit weißem Bart, Dativ. We'll find all of it done here again in the table. And a small exercise for that, which you can do. But we will stop here. I'll just. Sir, why is it mit hoher Lena? 1 second. So in the next Aufgabe 7, A und B, da lernen wir noch die Stellung von nicht im Satz. Das machen wir morgen. Wir hören morgen auf die übrigen Präsentationen und dann machen das und dann sind wir morgen mit Kapitel 9 eigentlich fertig. Okay. There are several other tasks in lesson 9 which we can come back to later and have a look. Yeah, sorry. So that is what's going to happen. Tomorrow we'll finish lesson 9 and listen to your presentations. Yeah, Kishore, what was the question? Why is it mit hoher Lena? Shouldn't it be hohen? No, die Lene is singular. Feminine singular. Oh, okay. Mit hoher Lene. Lehnen, sich, to lean, you know. So this is the one which is own article. Yeah, these are the ones. To lean on. Sich an etwas lehnen. Sich gegen etwas lehnen. So lehnen comes, or is a verb that basically means to lean. And from that comes the lehne, which is the backrest, on which you lean. Die Lehne. Singular feminine, that's why hoher Lehne. So this is the, I mean, if you look at the adjective table, this is the one which is own article. Yes. Okay. You're right here. It is there over here also. Dativ, because of mit, feminine, der Gruppe, netter Gruppe, der Lehne, hoher Lehne. Okay, okay. And if we go back to our